Stopp alles, was du gerade machst. Was ich dir in den nächsten Minuten enthüllen werde, wird deine romantische Sicht auf die Liebe komplett zerstören. Und vielleicht ist das genau das, was du brauchst, um endlich Frieden zu finden. Vor 1800 Jahren schrieb ein Mann, der über Leben und Tod von Millionen von Menschen verfügte, diese Worte in sein persönliches Tagebuch. Alles, was wir lieben, ist wie Herbstblätter. Schön, aber dazu bestimmt zu fallen. Dieser Mann war Marcus Aurelius, Kaiser von Rom, stoischer Philosoph und wahrscheinlich die Person, die am besten verstanden hat, warum alle unsere Beziehungen zum Scheitern verurteilt sind. Hast du dich jemals gefragt, warum diese ewige Liebe aus der Oberschule endete? Warum sich deine Eltern nach 20 Jahren Ehe scheiden ließen? Warum du das Gefühl hast, deinen aktuellen Partner zu verlieren, selbst wenn alles perfekt zu sein scheint? Die Antwort liegt in einem einzigen Wort, das Marcus Aurelius ständig verwendete: Vergänglichkeit. Stell dir für eine Sekunde vor, du erfährst heute, dass du nur noch 6 Monate zu leben hast. Wie würdest du auf deine aktuelle Beziehung blicken? Würdest du wegen Kleinigkeiten streiten? Würdest du Groll wegen diesem dummen Streit der letzten Woche hegen? Natürlich nicht. Du würdest jeden Moment, jedes Gespräch, jede Berührung umarmen. Aber hier ist der Plot-Twist, der dein Gehirn braten wird. Marcus Aurelius lebte sein ganzes Leben mit dieser Mentalität, nicht weil er im Sterben lag, sondern weil er verstand, dass alles bereits stirbt, einschließlich unserer Liebe. Ich werde dir ein Experiment mitteilen, das ich vor 2 Jahren machte und das buchstäblich meine 10-jährige Ehe rettete. Es basiert auf den Praktiken von Marcus Aurelius, aber für das 21. Jahrhundert angepasst. Eine ganze Woche lang, jedes Mal, wenn meine Frau mit mir sprach, stellte ich mir vor, dass es das letzte Gespräch wäre, das wir führen würden. Wenn sie lachte, dachte ich, vielleicht höre ich dieses Lachen nie wieder. Wenn wir stritten, fragte ich mich, ist es das wert, diese Zeit zu verschwenden, die vielleicht die letzte ist? Das Ergebnis: In 7 Tagen verwandelte sich unsere Beziehung völlig. Nicht weil wir so taten, als wäre alles perfekt, sondern weil wir aufhörten zu handeln, als hätten wir unendlich Zeit, alles später zu lösen. Steve Jobs sagte berühmt, sich daran zu erinnern, dass man sterben wird, ist der beste Weg, die Falle zu vermeiden zu denken, dass man etwas zu verlieren hat. Poetisch, aber unvollständig. Marcus Aurelius ging weiter. Er akzeptierte nicht nur, dass er sterben würde, er akzeptierte, dass alles, was er liebte, auch sterben würde. Seine Kinder, seine Frau, sein Reich, seine Eroberungen. Alles. Und weißt du, was passierte? Er wurde der mächtigste und gleichzeitig liebevollste Anführer der Geschichte. Wie ist das möglich? Marcus Aurelius entdeckte etwas, was moderne Beziehungsgurus nicht verstehen können. Wahre Liebe kämpft nicht gegen die Vergänglichkeit, sie tanzt mit ihr. Die Formel, die er verwendete, war einfach, aber revolutionär. Akzeptanz plus Präsenz plus Loslassen gleich unendliche Liebe. Marcus Aurelius schrieb: Akzeptiere die Menschen, wie sie sind, nicht wie du möchtest, dass sie wären. Das bedeutet, aufzuhören zu versuchen, deinen Partner zu reparieren. Dieser Fehler, der dich irritiert, akzeptiere ihn. Diese nervige Gewohnheit, akzeptiere sie. Nicht weil du aufgibst, sondern weil du verstehst, dass die Person, die du liebst, ein komplettes Paket ist, Tugenden und Fehler. Die Gegenwart ist das Einzige, was wir besitzen, sagte der Kaiser. Wie oft bist du physisch bei deinem Partner, aber mental bei der Arbeit, am Handy oder bei Problemen? Marcus Aurelius praktizierte es, 100% präsent in jedem Moment mit den Menschen zu sein, die er liebte, weil er wusste, dass dieser Moment niemals zurückkehren würde. Und hier ist der schwierigste Teil: intensiv lieben, aber ohne sich an das Ergebnis zu klammern. Marcus Aurelius liebte seine Familie tief,
Aber er wusste, dass er sie eines Tages verlieren würde. Dieses Bewusstsein verringerte seine Liebe nicht. Tatsächlich intensivierte es sie. Lass mich dir die Geschichte von Anna und Karl erzählen. Fiktive Namen, aber ein völlig realer Fall. 15 Jahre verheiratet, 3 Kinder. Sie schienen das perfekte Paar zu sein. Bis Karl entdeckte, dass er Krebs im Endstadium hatte. 8 Monate Lebenserwartung. In den ersten Tagen verfiel Anna in totale Verzweiflung. Sie weinte, schrie Gott an, fragte, warum wir. Aber dann gab ihr eine Freundin ein Buch, die Meditationen von Marcus Aurelius. Anna las einen Satz, der alles veränderte. Der Tod lächelt uns alle an, aber alles, was ein Mensch tun kann, ist zurücklächeln. Anna beschloss, die stoische Philosophie in ihren letzten Monaten mit Karl anzuwenden. Anstatt um die Zeit zu weinen, die sie nicht haben würden, feierte sie jeden Tag, den sie noch hatten. Anstatt verbittert zu werden, wurde sie dankbar. Sie machten eine Traumreise, erneuerten ihre Ehegelübde, führten Gespräche, die sie in 15 Jahren Ehe nie geführt hatten. Karl lebte nicht 8 Monate, sondern 2 Jahre und ein halbes Jahr. Die Ärzte sagten, sie hätten nie etwas Ähnliches gesehen. Anna sagte mir, in diesen 2 Jahren lebte ich mehr Liebe als in den vorherigen 15 Jahren zusammen. Hier ist, was dir niemand über Beziehungen erzählt. Sie werden alle eines Tages enden. Sei es durch Trennung, sei es durch Tod, sei es durch Lebensumstände. Alle. Die Frage ist nicht, ob sie enden werden, sondern wie du leben wirst, während sie existieren. Die meisten Menschen leben ihre Beziehungen im Autopilotmodus und denken, sie hätten unendlich Zeit. Streit wegen Kleinigkeiten, Stolz, der Entschuldigungen verhindert, ungesagte Worte, nicht gegebene Umarmungen. Marcus Aurelius nannte das Leben, als wären wir unsterblich. Aber was wäre, wenn du wüsstest, dass deine Beziehung ein Verfallsdatum hat? Was wäre, wenn du jede Diskussion als potenziell die letzte behandeln würdest? Jedes Ich liebe dich, als wäre es das allerletzte? Jede Umarmung, als würde sie nie wieder stattfinden? Das ist nicht morbide, es ist befreiend. Denn wenn du akzeptierst, dass alles temporär ist, hörst du auf, Zeit mit Kleinigkeiten zu verschwenden und fokussierst dich auf das, was wirklich wichtig ist. Marcus Aurelius verlor 8 Kinder während seines Lebens. 8. Stell dir den Schmerz vor. Aber er schrieb, akzeptiere den Verlust nicht als Bestrafung, sondern als natürlichen Teil der Existenz. Rosen blühen und sterben, und das macht sie nicht weniger schön. Er liebte seine Kinder nicht weniger, weil er wusste, dass er sie verlieren würde. Er liebte sie intensiver, weil er die Zerbrechlichkeit des Lebens verstand. Hier ist eine Übung, die deine Beziehungen revolutionieren wird. Mache in den nächsten 30 Tagen jeden Morgen, bevor du deinen Partner, deine Familie, deine Freunde siehst, diese Reflexion. Diese Person, die ich liebe, könnte morgen nicht mehr hier sein. Wie möchte ich sie heute behandeln? Es geht nicht um Drama oder Melancholie. Es geht um Bewusstsein. Es geht darum, jeden Moment wie ein Geschenk zu leben. Denn genau das ist er. Marcus Aurelius entdeckte auch etwas Widersprüchliches. Je mehr du akzeptierst, dass du jemanden verlieren wirst, desto weniger wirst du emotional abhängig von dieser Person. Es scheint paradox, aber es funktioniert so. Wenn du aufhörst, Angst vor dem Verlust zu haben, hörst du auf, dich verzweifelt zu verhalten. Du hörst auf, eifersüchtig, besitzergreifend, kontrollierend zu sein. Du liebst frei, ohne Fesseln, ohne Bedingungen. Und ironischerweise ist diese Art von Liebe das, was Menschen am meisten anzieht und in der Nähe hält. Die moderne Gesellschaft hat uns eine Lüge verkauft, dass wahre Liebe ewig ist, dass wenn es sein soll, wird es für immer sein. Das schafft unrealistische Erwartungen und unnötiges Leiden. Marcus Aurelius kannte die Wahrheit, wahre Liebe ist gegenwärtig, nicht ewig. Sie ist intensiv, nicht dauerhaft. Sie ist bewusst, nicht illudiert. Wenn du das verstehst, hörst du auf, Ewigkeit von deinen Beziehungen zu verlangen und beginnst,
jeden Tag, den du hast, voll zu leben. Der Philosophenkaiser lehrte uns auch über die transformative Kraft der Dankbarkeit angesichts der Vergänglichkeit. Er schrieb, wenn du morgens aufwachst, denke daran, was für ein kostbares Privileg es ist, am Leben zu sein, zu atmen, zu denken, zu genießen, zu lieben. Wie oft hast du dafür gedankt, die Person, die du liebst, an deiner Seite zu haben? Wie oft hast du angehalten, um deinen Partner wirklich zu beobachten, seine Gesten, seine Art zu lachen, zu sprechen? Wir haben diese Tendenz, das als selbstverständlich zu betrachten, was immer präsent ist, aber Marcus Aurelius erinnert uns daran, dass nichts, absolut nichts, selbstverständlich ist. Und wenn ich dir sagen würde, dass die glücklichste Person in der Liebe, die ich kenne, eine 70-jährige Frau ist, die bereits 2 Ehemänner begraben hat? Sie sagte mir einmal, Liebling, ich liebe meinen aktuellen Partner, als würde er morgen gehen, weil ich weiß, dass er eines Tages wirklich gehen wird. Und das macht mich nicht traurig, es lässt mich jede Sekunde an seiner Seite genießen. Das ist die Weisheit von Marcus Aurelius im echten Leben angewendet, Vergänglichkeit nicht als Niederlage zu akzeptieren, sondern als Motivation, intensiver zu lieben. Die Liebe zerfällt nicht, weil sie fehlerhaft ist oder weil wir die falschen Menschen wählen. Die Liebe zerfällt, weil es Teil der Natur aller Dinge ist, geboren werden, wachsen, blühen und schließlich sich verwandeln. Marcus Aurelius sah das nicht als Tragödie, sondern als Schönheit. Wie die melancholische Schönheit eines Liedes, das du liebst, aber das enden muss, um Platz für ein anderes zu schaffen. Die Traurigkeit liegt nicht im Ende. Sie liegt darin, nicht voll gelebt zu haben, während die Musik spielte. Also hier ist meine Einladung an dich. Hör auf, gegen die Vergänglichkeit zu kämpfen. Hör auf zu versuchen, das ewig zu machen, was von Natur aus temporär ist. Stattdessen tauche kopfüber in die Erfahrung ein, zu lieben, während du weißt, dass es endlich ist. Umarme deine Lieben, als wäre es das letzte Mal. Sage ich liebe dich, als wären es die letzten Worte, die du sprechen wirst. Lebe deine Beziehungen, wie Marcus Aurelius sein Leben lebte, mit totaler Präsenz, tiefer Akzeptanz und der gelassenen Weisheit dessen, der versteht, dass die Schönheit genau in der Flüchtigkeit der Dinge liegt. Am Ende hinterließ uns Marcus Aurelius die größte Lektion über die Liebe. Wir weinen nicht, weil die Dinge enden. Wir weinen, weil sie so schön waren, dass sie es verdienten, für immer zu dauern. Und vielleicht ist es genau dieses Bewusstsein der Endlichkeit, das die Liebe so kostbar, so dringend, so absolut transformierend macht.